Hi! Manchmal ist der Holzstaub in der Luft sichtbar genug, um nicht zu vergessen, den Luftfilter anzuschalten. Oft aber nicht. Aber genau dieser unsichtbare Feinstaub ist ja unser Problem. Ich will meinen Eigenbau-Luftreiniger heute mit 2 Smart Home Komponenten für unter 50 € und meinem alten Werkstattrechner mit Home Assistant automatisieren. Ganz ohne Cloud-Firlefanz. Ob das als absoluter Neuling einfach so klappt? Ich habe nämlich bisher gar kein Smart Home System. Willkommen bei Toolsinnig. Dazu habe ich mir den Sonoff AirGuard und die WLAN-Steckdose S61S vom gleichen Hersteller gekauft. Der AirGuard misst die Staubbelastung in der Luft und die Messwerte sollen vom Smart Home System genutzt werden, um die Steckdose entweder ein- oder auszuschalten. Das soll ja alles super einfach sein, aber ich kann dir schon mal verraten, dass das nicht so ganz der Fall war und mich besonders ein Teil geärgert hat, von dem ich das als allerletztes erwartet hätte. Mein Werkstattrechner ist zwar schon ein bisschen älter, sollte aber problemlos ausreichen, um als Smart Home Gehirn zu funktionieren. Die genutzten Programme und Software sind allesamt kostenlos. Eine vollständige Liste habe ich dir in die Videobeschreibung gepackt, gehe aber später auch im Detail noch darauf ein und zeige dir die Installation von A bis Z. Wir bleiben jetzt erstmal bei der Steuerung des Luftreinigers. Die Oberfläche an sich ist recht übersichtlich, finde ich. Ich lege für die Werkstatt als erstes einen festen Bereich an, dem die beiden Komponenten zugeordnet werden. Die anderen Bereiche lösche ich brauche sie nicht. Ich würde dir wirklich dazu raten, von Anfang an strukturiert ranzugehen. Sobald das sauber eingerichtet ist, automatisiere ich die Steckdose. Bitte keinen zu großen Respekt vor Wenn-Dann-Bedingungen. Denk einfach zurück an früher, wenn du nicht auf isst, dann gibt's keinen Nachtisch. Hat jeder kapiert und mehr ist das hier auch nicht. Ich habe eine zusätzliche Bedingung eingebaut, die den Status der Steckdose abfragt. Also wenn die Steckdose aus ist und der Feinstaubwert höher als X, dann schalte die Steckdose ein. Ob die Steckdose sich dauernd versucht hätte einzuschalten, weiß ich nicht, aber so macht sie es ganz sicher nicht. Zum Staubsensor an sich noch kurz 2 Dinge. Ich habe ganz entspannt eine Belastung simuliert und das Teil mal unter der Decke, am Boden und auf Arbeitshöhe platziert. Die Werte waren quasi identisch, ich hätte mit deutlicheren Unterschieden gerechnet. Es ist also gar nicht so wichtig, ihn in Kopfhöhe zu platzieren, was ich zuerst dachte. Das ist aber auch praktisch, weil der seinen USB-C-Anschluss hinten hat und somit nicht gut an der Wand montiert werden kann. Vielleicht soll man das aber auch wegen Luftzirkulation gar nicht. Der zweite Punkt, ich kann wirklich nur dazu raten, dir so einen Luftwächter anzuschaffen, auch ohne Automatisierung. Es ist kein Sponsoring, keine Werbung. Es sind bestimmte Schwellenwerte fest im Gerät hinterlegt. Werden die überschritten, ertönt ein Alarm und man wird daran erinnert, lieber mal die Maske aufzusetzen. Ich bin jetzt nicht der totale Staubpaniker, aber wenn ich mir überlege, wie oft ich schon dachte, ach wegen dem bisschen und eben keine Maske aufgesetzt habe, da kommt über die Jahre einiges Ungesundes zusammen, das sehr einfach zu vermeiden war. Die 40 € für das Teil sind meiner Meinung nach wirklich gut investiert. Wir schauen uns gleich noch an, wie sich der Wert im ganz normalen Arbeitsumfeld verhält. Das automatische Abschalten soll erfolgen, wenn die Steckdose an ist und der Wert wieder unter Y gefallen ist. Welche Werte da jetzt genau sinnvoll sind, muss ich selbst erst im Alltag rausfinden. Aber das ist ja mit ein paar Klicks angepasst. Es müssen nur die Zahlen geändert werden. Die Grundidee funktioniert auf jeden Fall soweit. Für den Praxistest nehme ich mir Türchen der Außenküche vor. Da gammelt das Teaköl aus irgendeinem Grund seit Anfang des Jahres. Mal sehen, ob das noch zu retten ist. Ich versuche jetzt auch nicht extra Dreck zu machen und schleife ganz normal mit Absaugung. Die Bauform meines Luftreinigers ist gerade für kleine Werkstätten extrem effizient. Du kannst damit übrigens auch Dämpfe von 3D-Druckern oder Lasercuttern eliminieren. Das Video zum Bau des Filters verlinke ich dir am Ende und unten in der Videobeschreibung. Zusammen ist das für unter 200 € eine vollautomatische Luftreinigung. Mal sehen, wie das nun im normalen Betrieb klappt.
das funktioniert soweit hervorragend. In Kombination mit der Automatik finde ich, ist da ein richtig solides System draus geworden. Das Thema Smart Home finde ich schon lange sehr interessant, aber ich hatte bisher einfach keinen Grund, mal damit rumzuspielen. Aber gegen Ende des Baus von dem Reiniger dachte ich mir schon, was wäre denn, wenn aus der Kiste ein aktiver Beschützer wird? Der Grund, mal mit Smart Home rumzuspielen, war also gefunden und das Thema smarte Werkstatt finde ich persönlich auch richtig spannend. Für das Einrichten von Home Assistant gibt es bestimmt mehrere Wege und ich behaupte nicht, dass mein Weg der einzig richtige ist oder der einfachste. Aber so hat das, was ich wollte, auf jeden Fall funktioniert. Wenn du mehr Erfahrung mit Smart Home hast und etwas ergänzen oder richtigstellen möchtest, schreib es mir super gerne in die Kommentare. Ich will meinen Werkstatt-PC als normalen Windows-Rechner weiter nutzen. Als erstes installiere ich daher VirtualBox, um eine virtuelle Maschine oder VM zu erstellen. Eine VM agiert als eigenständiger Teil des Rechners, für den Arbeitsspeicher, Festplattenspeicher und Rechenleistung fest abgezwackt werden. Auf diesem Teil kann man dann ein ganz anderes Betriebssystem parallel zu Windows laufen lassen. Die notwendigen Einstellungen für die VM, in der dann Home Assistant läuft, holst du dir am besten frisch von der offiziellen Home Assistant Internetseite, wo du natürlich auch die Installationsdatei findest. Alle relevanten Links und die Softwareliste habe ich dir bequem zum Nachlesen in die Infobox gepackt. Auch wie man das Home Assistant OS einbindet, steht als Anleitung auf deren Homepage. Ich möchte hier jetzt nicht in die Einzelheiten gehen, es kann sich ja mit zukünftigen Versionen etwas ändern und wie erwähnt, auf die Seite muss man zum Runterladen sowieso. Mein Werkstattrechner läuft ja nicht durchgehend, sondern nur wenn ich in der Werkstatt arbeite. Für den Start der VM beim Hochfahren solltest du kurz warten, bis Windows vollständig geladen ist und die Netzwerkverbindung sauber steht. Schlechte Verbindungen oder Abbrüche beim Start machen hier nämlich gerne mal Probleme. Ist ja auch irgendwie logisch. Home Assistant wird nach dem ersten Start über den Browser aufgerufen und später auf dem Handy über eine App. Die App brauchst du auch, um die Komponenten hinzuzufügen. Sowohl der AirGuard als auch die Steckdose kommunizieren mit dem modernen Matter-Standard. Grob gesagt ist das eine universelle Sprache, die unterschiedliche Geräte herstellerübergreifend miteinander funktionieren lässt. Für Home Assistant selbst musst du dafür zuerst ein Add-on installieren, das bei der nackten Basisinstallation noch nicht dabei ist. Wenn das läuft, werden die Meta-Geräte eigentlich sehr einfach durch Scannen eines QR-Codes hinzugefügt. Beim AirGuard hat das auf Anhieb geklappt, ausgerechnet bei der Steckdose hingegen absolut nicht. Genau einmal hat's funktioniert. Einmal würde ja auch reichen, aber ich habe die Geräte für die Filmaufnahmen nochmal gelöscht und dieses Mal hat sich die Steckdose über Stunden völlig verweigert. Das Problem liegt wohl in Kinderkrankheiten des Meta-Standards und den Eigenheiten, ob eine IPv4 oder IPv6-Adresse genutzt wird. Ich habe ohne Übertreibung im Lauf eines ganzen Tages und nach Stunden an Recherche keine Lösung gefunden, wie ich diese Sonoff-Steckdose zuverlässig ein zweites Mal einbinden kann. Das ist natürlich schade, weil ich dir das damit nicht zeigen kann, aber auch, weil ich mir dachte, ich kaufe vom gleichen Hersteller. Was soll schon schiefgehen? Offenbar kann einiges schiefgehen, und zwar bis zu einem Punkt, an dem sich entweder die Firmware der Steckdose oder das Matter-Sicherheitstoken in den Tiefen des Systems so festgefressen hat, dass das Gerät unbrauchbar geworden ist. Was in meinen Augen weit mehr als nur lächerlich ist. Ich weiß jetzt auch, dass dieses Phänomen wohl nicht selten ist, weshalb ich dir absolut nicht dazu rate, dieses Setup für diese Anwendung einzusetzen. Für diese Art von Projekten verwendet man wohl eher Zigbee-Steckdosen. Da die auch so um die 10 Euro kosten und eine Leistungsüberwachung haben, ändert sich kaum was an dem, was ich gesagt habe oder noch sagen werde. Warum Leistungsüberwachung grundsätzlich ein super nützliches Feature ist, erkläre ich dir sofort. Wie ich die Luftreiniger-Automation eingerichtet habe, habe ich dir ja vorhin schon gezeigt. Aber alleine mit diesen beiden Komponenten, dem AirGuard und einer einzigen schaltbaren Steckdose, kannst du noch ganz andere Baustellen abdecken. Neben dem Feinstaub in PM2.5 und PM10 liefert der Sensor nämlich auch die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit frei Haus mit. Du kannst statt dem Luftreiniger im Winter also genauso eine Elektroheizung oder einen Frostwächter anstecken und eine Automation erstellen, in der der Sensor praktisch als Thermostat agiert. Wer eine feuchtere Kellerwerkstatt hat, betreibt darüber einfach einen Luftentfeuchter. Das kann dann zum Aushärten von Harz oder für Lack wichtig sein. Für rund 50 Euro ist das schon echt ein beachtlicher Funktionsumfang. Und es geht noch mehr. Mit 2 dieser smarten Steckdosen mit Strommessung kannst du deine Absauganlage komplett automatisieren. Wenn an Steckdose 1 die Kreissäge hängt und das System registriert, dass der Verbrauch von mir aus über 100 Watt steigt, schaltet sie automatisch Steckdose 2 an der dein Werkstattsauger hängt.
Sinkt die Leistung wieder, schaltet sich die Absaugsteckdose mit Zeitversatz wieder aus. Das kostet dann um die 20 Euro für die beiden Stecker statt 60 bis 70 Euro aufwärts für eine fertige Einschaltautomatik aus dem Handel und bietet genau den gleichen Funktionsumfang. So ein smartes System hat extrem viel Potenzial, nicht nur für den Komfort, sondern auch fürs Energiesparen. Mein Luftreiniger läuft jetzt wirklich nur noch dann, wenn er messbar gebraucht wird. Ein Präsenzmelder könnte als nächstes mein Licht in der Werkstatt vollautomatisch steuern und es gibt noch so viel mehr Möglichkeiten. Ach ja, ein kleiner Test ist mir noch eingefallen, also bevor du abschaltest, noch eine Sache zum Thema Absaugung. Lust auf mehr? Einfach Abo dalassen. Wenn dir das Video und die Idee gefallen hat, freue ich mich riesig über ein Like und deinen Kommentar. Irgendwann habe ich mich gefragt, wie belastet die Luft ist, die vom Sauger wieder in die Werkstatt geblasen wird. Dazu habe ich den Sensor mal für 2 Minuten in die Nähe der Abluft des Saugers gestellt und die Luft gemessen. Da war ich ein bisschen überrascht, aber natürlich auch sehr beruhigt, dass auch der günstige Sauger mit dem Standardfilter sehr viel Feinstaub für sich behält. So muss der Luftreiniger sich nur um das kümmern, dass der Sauger erst gar nicht erwischt. Und am Ausgang des Luftreinigers selbst ist auch alles bestens. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.